Willkommen zum Comunado Cloud Close-Up, dem Format, in dem wir uns als Atlassian-Berater die neuesten Sachen der Atlassian-Welt anschauen. Und Martin, wollten wir dieses Video nicht in Vegas machen? Ja, ich glaube, eigentlich wollten wir das, aber meine Stimme hat nicht richtig mitgemacht. Ja, diese bösen Klimaanlagen. Aber wir wollten mit euch einfach mal durch die Keynote durchgehen und einfach mal durchdiskutieren, was denn Cooles Neues vorgestellt worden ist und was wir damit so machen können. Also Martin, ich würde sagen, lass uns doch einfach mal direkt losgehen in den großen Elefanten im Raum, Rovu. Was hältst du davon? Rovo ist die nächste Evolutionsstufe von Atlassian Intelligence und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, das dann auch selbst mal ausprobieren zu können. Ja, also Atlassian hat vor gerade mal einem Jahr Atlassian Intelligence angekündigt, vor wenigen Monaten Mhm. live geschalten. Und ja, jetzt kommt schon die erste Erweiterung mit Rovo an den Start. Ähm, Ja, was ist denn Rovo? Wie kann man es zusammenfassen? Es besteht aus 3 Säulen, Genau, glaube ich, oder? genau. Eins ist Enterprise Search, also Search, ich glaube Find, Learn, Action. Das waren die 3 Begriffe. Und Ja. weißt du, was ich an diesem ersten Find cool finde? Enterprise Search ist so ein Buzzword, das durch unsere Community seit Ewigkeiten geht oder durch unsere Firma, äh, immer mal wieder angedacht wird, aber dann irgendwie immer wieder verworfen wird, weil es irgendwie mit Drittanbieter-Tools dann zu kompliziert ist. Und ich habe ein sehr gutes Gefühl dabei. Ja, also ich freue mich, lieber, wenn ich es mal gesehen habe und wenn es auch funktioniert. Aber, genau, also Rovo besteht aus 3 Komponenten und die Search-Komponente dabei ist quasi eine Enterprise Search, nicht nur über die Atlassian-Produkte hinweg, also eine Suche gleichzeitig über Jira und Confluence, sondern ich kann auch noch andere Tools dort integrieren, wie zum Beispiel einen SharePoint oder andere Dinge, die ich durchsuchen Google Drive. möchte. Google Drive, Google ja. Drive, Es gibt alles. Also, du hast eine Suche, mit der du alles durchsuchst. Und das ist für mich so, das kann ein Gamechanger sein. aber selbst wenn das mit den anderen Integrationen wie jetzt Google oder, Microsoft nicht so cool wird, allein schon übergreifend da suchen zu können, ähm, ist 'n totaler Mehrwert. Also, ich hoffe zumindest mal, dass man dann auch mal mehrere Confluents gleichzeitig durchsuchen kann, so für die Enterprise-Kunden, die eben nicht nur ein Confluence haben oder mehrere Jira Sehr auf guter einmal. Punkt. Ich hoffe mal, dass das dort mit dabei ist. Aber da wurde nicht wirklich was gesagt in Las Vegas, oder? Es würde gesagt, übergreifende Suche über alle Sachen drüber. Also, wahrscheinlich wird das schon irgendwie funktionieren. Du kannst sie ja mit Konnektoren verbinden. Ja. Ja, Hört sich auf jeden Fall nach Spaß an. was war die zweite Säule? Search, Learn. Find, oder was? Ne, Learn. Ne, genau. Ne, es war Find und Learn kommt dann. Also, Learn, du kennst ja die Definieren-Funktion schon. Du klickst auf 'n Wort in Confluence drauf und kannst es definieren. Ja. Und das kommt jetzt aber auch noch global. Das kommt aber nicht, zusätzlich global, sondern, aktuell ist das Define ja in Beta und das wird dann nicht mehr kostenlos verfügbar sein in Atlassian Intelligence und das wird dann nur noch in Rovo Learn drin sein. Hat mir jemand am Stand von Atlassian verraten, den ich diese Frage Oh, gestellt habe. okay. Weil das finde ich nämlich tatsächlich eine der spannendsten Funktionen. Ich glaube, just in der Woche von der Team kam nämlich auch mein Cloud-Tag zum Thema Definieren raus und ja, das ist interessant, weil aktuell nimmt es ja nur den Kontext aus Confluence oder aus Jira und ja, Ja, und so 'n bisschen Internetwissen, ne? ja, so ganz allgemeines. Aber was Ja. ich noch sagen wollte, was da tatsächlich bei dieser Suche oder bei der Suche als auch beim Definieren reinkommt, ist das ganze Thema, jetzt fällt mir dieses Wort nicht ein, aber es versteht den Kontext, in dem es ist. Semantisch, glaube ich. Also sprich, wenn ich dich jetzt frage und du bist Entwickler und ich frage dich nach CE, CD, dann wirst du mir über irgendwelche Tools erzählen und nicht irgendwie, was ist dein Design Manual? Was ist deine Firmenfrage, wenn du jetzt aus dem Marketing wärst? Also es versteht den Kontext, in dem du bist. Und das macht es für mich sehr, sehr spannend. Aber die dritte Säule von Rovo ist doch die spannendste, oder? Oder welche findest du am Action. besten?
Also die Actions, Ja, Actions sind ja das, was wir so ein bisschen in der ganzen KI-Welt bis jetzt noch vermissen, so ganz allgemein, ne, unabhängig von Atlassian. Ähm, so ChatGPT bucht dir ja noch nicht deinen Urlaubsflug, ne? Also, kannst zwar fragen und er schreibt dir was, aber so richtig Aktionen gibt es da jetzt nicht unbedingt. Und, ja, Atlassian mit Rovo hat nun jetzt bisschen Action mit dahinter. Zum Beispiel kann, Rovo ein virtueller Teammate sein. Also, ich lege quasi virtuelle User an, die mir im System wie normaler User zur Verfügung stehen, die auch eigene Kommentare schreiben können, denen man 'n Ticket zuweisen kann. Die werden programmiert über, also nicht zwangsweise mit Programmierung, sondern einfach über Prompts kann ich die dann trainieren, also programmieren und kann denen sagen, wie die zu funktionieren haben. Und so kann ich mir zum Beispiel einen ITSM-Teammate machen, also eine KI, die an meinen Vorgängen, mir hilft bei der Arbeit, ja, die einfach im Hintergrund irgendwas ja, macht. genau. Also, du kriegst diese Aktionen dann am Ende auch hin. Also, du kriegst mit ChatGPT zwar auch schon deine eigenen GPTs, die du bauen kannst und die speziell trainiert sind, wie jetzt für zum Beispiel einen Fall. Ich habe es bei uns letztens zum Beispiel gemacht für die Transkriptbereinigung, dass nicht mal Konferenz hier drin steht, anstatt Confluence. Das können die tatsächlich ganz gut und mit Plugins können die auch schon gewisse Actions machen, aber noch nicht so viel. Aber gerade in unserem Arbeitskontext kann es, glaube ich, richtig helfen. Und eben genau, dieser virtuelle Teammate, diese, ich sag mal so, du kriegst halt so wirklich deine Assistenten rein, so deinen Praktikanten. Sachen, die du einem Praktikanten geben würdest, kannst du jetzt mit einem, wie heißt denn das dann? Nicht GPT, sondern Teammate? Das Beispiel, das Atlassian ja gebracht hat, war, ein Feature Flag, aus dem Code entfernen. Ja, also ich habe mhm, mein Jira Software Ticket und sage jetzt, da soll jetzt eine bestimmte Funktion, die an mehreren Stellen in meinem Code Repository, also in mehreren Dateien, in verschiedenen Funktionen, an verschiedenen Stellen drin ist, die soll entfernt werden. Und, dann kann ich eben Rovo aktivieren, also meinen virtuellen Teammate und kann sagen: „Okay, mhm. wir haben entschieden, wir wollen das machen, jetzt führ das mal durch.“ Und dann, ja, macht Rovo erst mal 'ne Zusammenfassung, was er jetzt machen würde, und dann klickt man noch mal auf Bestätigen und dann läuft der los und macht diesen Job. Das dauert dann auch. Also, es ist auch nicht instantly, ne? Der muss den Code ja auch, Mhm. deployen, und man kriegt dann über das Notification-Symbol dann zum Beispiel 'ne Benachrichtigung, wenn's fertig ist. Ja, genau. Aber ganz wichtig ist hier, diese, diese virtuellen Teammates, Agenten vielleicht auch, die du da hast, die musst du schon richtig schreiben oder richtig trainieren, sozusagen. Du kannst jetzt nicht hergehen, wie mancher Kollege von uns ist in ins Midjourney reingegangen: „Mach mir mal bitte ein Logo dazu.“ Sagt: „Ah, das schaut scheiße aus. Was ist denn das für ein blödes Tool?“ Und hört auf damit. Du musst wirklich dann auch rangehen und das Ganze noch mal 'n bisschen feintunen. Ja, Atlassian hat ja empfohlen, dass man, Prompting-Kurse macht, also, dass man 'n bisschen trainiert, wie man mit einer AI spricht, ne? Ja. Man kann übrigens, wenn ich's richtig verstanden habe, auch mehr, wenn man möchte. Also, wenn man richtig, Hardcore-Integrationen bauen will, dann kann man, glaube ich, ist Du das nicht kannst sogar vor mit Forge möglich, also, mit dem ja. Entwicklungsframework von Atlassian, sogar Erweiterungen wirklich programmieren und kann dort alles rausholen, was Mhm. machbar ist. Absolut. Also, du kannst tatsächlich richtig programmieren. Du kannst auch Drittanbieter-Apps, glaube ich, dann kaufen, zu einem späteren Zeitpunkt. Das war jetzt mal der Plan. Hallo, Future Hunter hier nochmal aus der Regie, weil wir haben eine Sache vergessen. Wir haben euch noch nicht auf den Cloud Inspiration Day hingewiesen. Am Mittwoch, den 12.06., findet mal wieder unser Cloud Inspiration Day statt mit allen Neuigkeiten zu Atlassian Cloud, auch direkt von Atlassian auf Deutsch. Wir haben eine super schöne Agenda, die ist noch nicht ganz fertig, aber wir haben eine Keynote von uns, Sven Peters, zum effektiven Zusammenarbeiten, moderne Arbeitsweisen für Teams, wo es garantiert auch um das Team Playbook geht. Das geilste, coolste Workshop-Format, das richtig Spaß macht. Rainer erzählt was von der Cloud Transformation. ITSM und ESM, natürlich von unserem Martin, von meinem Zwillingsbruder. Dann erzählt uns Steven zur Heide von Atlassian nochmal ein bisschen mehr zu System of Work, dem ganzen Bild, wie sich Atlassian die Arbeit der Zukunft vorstellt. Und ich freue mich darauf richtig, weil
Das ist was, wo wir alle was lernen können. Dann erzählt uns der Olli von Bitfudo was zu Customizing in der Cloud. Ich bringe euch die neuesten Neuigkeiten der Atlassian Cloud. Auch ein bisschen mehr wie hier, nochmal in einem schöneren, interaktiven Format. Die Alissa von Seibert erzählt uns was zum Mitarbeiter-Onboarding. Und wir haben auch noch einen Beitrag von K15T. Also freut euch. Und das Beste ist, es ist komplett kostenlos. Am Mittwoch, den 12.06. meldet euch einfach hier unter diesem QR-Code an und seid dabei. Und jetzt zurück zu Pastantal und Martin im Cloud Close-Up. Das schaut richtig cool aus. Aber was ist denn ansonsten vorgestellt worden, Martin? Naja, also du weißt ja, ich bin ein alter ITSM-Hase. Und wir haben ja jetzt schon seit ein paar Monaten die Virtual Agents für Jira Service Management, also quasi ein Chatbot, der auf Basis des Wissens in Confluence mir Fragen beantwortet oder auch, wenn ich ein bisschen vorprogrammiere, direkt Aktionen durchführen kann. Und der ist bislang nur für Slack verfügbar. Kommt hoffentlich bald auch endlich mal für Teams raus. Scheint aber doch noch ein bisschen länger zu dauern, als ich gehofft hatte. Aber was jetzt eben angekündigt wurde, ist, dieser Chat wird auch im Kundenportal, also unabhängig von Slack oder Teams, zur Verfügung stehen, sodass also Kunden direkt im Portal mit einem virtuellen Agent interagieren können. Und sowas haben wir ja schon seit Jahren gehabt im Internet. Und das hat uns ja schon seit Jahren genervt. Und ich glaube, mit dem Fortschritt, den KI aktuell hat, könnte das was richtig Cooles werden. Zumal auch dort eine Ja. Integration in andere Tools möglich ist. Also ich kann dann zum Beispiel in einem HR-Service-Management fragen, wie viel Urlaub habe ich denn pro Jahr? Und dann macht er eben eine Anfrage an Personio und guckt nach, wie viel Urlaub ich noch frei habe. Sowas Genau, ist mal richtig geil. genau. Und ich sag's mal so, und es verfasst halt die Antworten auch wirklich an deinen Zweck. Anstatt dass er dann einfach Vorschläge gibt aus der Knowledge Base, nimmt er diese Inhalte und schreibt die für dich um. Aber klar, wenn nochmal Drittanbieter-Tools dran sind, die dir dann zum Beispiel auch dann tatsächlich Resturlaub zeigen, das wäre doch mega. Ja, also das großes Highlight, und es gab endlich mal Screenshots, die wir hier gerade einblenden. Zum Beispiel, wie man das Kundenportal anpassen kann. Also da hat Atlassian ja schon ein Jahr zuvor bei der Team 23 gesagt, das Kundenportal wird jetzt ohne Programmierung viel anpassbar werden. Da ist leider gar nichts passiert im letzten Jahr. Wurde wohl was anderes priorisiert, so ist es manchmal. Aber jetzt kamen konkrete Screenshots dazu, wie das aussehen wird. Und darauf freue ich mich auch sehr. Und du weißt ja, Martin, ich bin ja so ein Videomensch und ich kommuniziere gern über dieses Medium hier. Ja. Und nichts nervt mich zum Beispiel mehr als Anforderungen unseren Entwicklern, als Video aufzunehmen und dann auf eine Confluence-Seite zu schreiben. Ich habe schon versucht, das mit ChatGPT zu machen, aber nicht immer so geil. Und ich bin so froh, dass Atlassian vor einem Jahr Loom gekauft hat, weil das ist tatsächlich ein Tool, das ich, bevor ich bei jetzt Comunado angefangen habe, im Jahr davor entdeckt habe und tatsächlich extrem viel kommuniziert habe darüber. Weil es einfach ein sehr einfacher Weg, asynchron deine Gedanken rüberzubringen. Natürlich ist es so, dass du sie ordnen musst, weil ansonsten ist es halt ein sehr, sehr langes, langweiliges Video. Aber mit Loom wird das Ganze besser und geiler. Am Ende ist Loom doch, das kann ich mir doch vorstellen, wie eine Videosprachnachricht. Also, ja, wie eine Sprachnachricht, bloß mit Ja. Video, und ich kann dazu auch noch einen Bildschirm teilen und kann eben noch so ein paar Infos mitgeben. Und ich glaube, Genau, du kannst halt Atlassian, Sachen zeigen, genau. ich glaube, man hätte gar nicht erwartet, dass Atlassian so ein Tool einkauft, ne? Das ist ja irgendwie so eine Browser-Erweiterung für alle möglichen Zwecke. Und Atlassian hat das jetzt, glaube ich, aufgekauft, weil es sagt, dass wir dadurch die Zusammenarbeit viel moderner gestalten können, weil ich möchte hier dir jetzt mal was erklären und zeigen, ne? Wenn ich jetzt vielleicht gerade nicht viel Feedback live brauche oder eine Diskussion, ist halt ein Meeting, ich sag mal, in gewissermaßen unflexibel, ne, und nicht so effizient. Und Mhm. so kann ich dann eben so eine Nachricht aufnehmen und ja, das bettet sich eigentlich total gut in den Arbeitskontext ein, und deshalb hat Atlassian das Genau. aufgekauft und integriert das jetzt in die Produkte, ne? Genau, ich glaube, das Zauberwort, was du suchst, ist asynchron. Es geht um die asynchrone Asynchron. Zusammenarbeit, dass wir nicht synchron an einem Ort zusammensitzen müssen oder an einem virtuellen Ort,
sondern du schaust es dir an, wenn du Zeit hast. Ich nehme es auf, wenn ich Zeit habe. Und am Ende können wir zusammen auf ein Ergebnis kommen. Das ist, glaube ich, dieses Schlüsselerlebnis am Ende, dass wir auf ein Ergebnis kommen, weil du hast immer diesen Feedback-Kanal der Reaktionen, der Kommentare an einzelnen Stellen, die man dann weiterfahren kann. Und bisher war es immer so, asynchron bedeutet, du musst viel schreiben. Mit Loom kannst du auch sagen, ich erzähle es dir einfach, ich zeige es dir mal schnell. Ja, das finden natürlich jetzt, also, oder ich habe festgestellt, wenn ich mit Kollegen gesprochen habe, viele waren da total skeptisch. Die sagen: „Oh, mich nervt das schon, wenn meine Mutti mir immer eine Sprachnachricht schickt und jetzt sollen Sprachnachrichten auch noch in Videoform in die Arbeitswelt, ja, Einhalt, bekommen.“ Was sagst du denn dazu, wenn Leute so was sagen, wenn die da Ja, skeptisch sind? definitiv. Also ich verstehe diese Skepsis absolut, aber es ist wichtig, dass wir lernen, auf den Punkt zu kommen. Und wir labern ja hier jetzt auch in diesem Kontext ein bisschen manchmal lange um den heißen Faden rum, weil wir vielleicht auch Kontext geben möchten. Aber es ist wichtig, auf den Punkt zu kommen und das, was du sagen möchtest, schnell hinzukriegen. Weil du hast eine Aufmerksamkeitsspanne, die ist bei 8 Sekunden inzwischen. Und da muss etwas passieren. Ich sage es mal so, wenn ich an manche Kollegen von uns denke, die da ein bisschen langsamer sind im Sprechen und bis sie auf den Punkt kommen, würde ich mir solche Nachrichten wahrscheinlich nicht so gern anschauen. In diesem Sinne, liebe Grüße an dich, wenn du dieses Video jetzt in 1,5 oder 1,25-facher Geschwindigkeit Ge anschaust. genau, Aber absolut. nun gibt es ja Loom auch schon länger. Also, ist ja jetzt nichts ganz Ja, Neues. Was hat denn Atlassian angekündigt zum Thema Loom? Also, was ändert sehr sich gut. jetzt? Also, ich habe sehr, sehr viele coole Sachen. Einerseits das Ding, was ich schon gesagt habe, du nimmst 'n Loom auf und es wird automatisch mit AI eine Confluence-Seite draus erzeugt. Was mir mega viel Zeit erspart, weil ich muss dann nicht dieses Transkript dieses Videos dann in ChatGPT hochladen, das hoffentlich richtig ist, dann daraus meine Softwareanforderungsseite oder sonst was machen, sondern es geht direkt in einem Fluss. Das andere, was mir zum Beispiel auch getaugt hat, ist, dass du direkt aus deinem Jira Bugs aufnehmen kannst, weil in so einem Video kannst du ja deutlich mehr zeigen, als wie wenn du schreiben würdest. Und du kommst dann schneller an deinen Bug und die Entwickler können mehr damit machen. Gerade auch bei dir im ITSM-Kontext. Ich kriege von diversen Softwareanbietern sehr, sehr häufig einfach nur, wenn ich eine Frage habe, ein kurzes Loom zugeschickt. So, hier erkläre ich dir mal, wie du das machst, Schritt für Schritt. Was mega geil ist, weil ich kann es mir dann noch mal und noch mal und noch mal anschauen, bis ich es verstehe, bis ich jeden Schritt auch nachvollziehen kann. Das finde ich mega geil. Also, gerade im Support-Kontext mag ich das. Und mein großes Highlight, auch wenn es nicht direkt in dieser Kommunikationsecke ist, sind Variablen. Du kannst nämlich sagen, einzelne Worte daraus möchte ich gerne, also wie zum Beispiel, wenn ich dich anspreche mit Martin, dann könnte ich das Martin als eine Variable schreiben und für jede andere Person das ersetzen. Ich kann sagen, hallo Anna, hallo Stefan, hallo Rainer, hallo sonst was. All das könnte ich automatisch austauschen lassen und ich habe auch nachgefragt am Stand, es funktioniert mit AI, sprich, mir werden diese Worte in den Mund gelegt. Verstehe ich das richtig? Du nimmst also 'n Video auf, sagst: „Hallo Martin, so und so“, erzählst, ne, beendest das Video, dann Mhm. transkribiert er das automatisch. Du siehst dann also den Text und dann könntest du auf Martin klicken und könntest nicht nur einfach Anna reinschreiben und dann würde er das Video bearbeiten, inklusive deiner Ja, Mundbewegung und dass du tatsächlich was du tatsächlich aussprichst, sondern du hättest auch die Möglichkeit, dort statt Anna oder Martin eine Variable einzusetzen und dann 'ne CSV-Datei reinzuladen mit 50, verschiedenen Namen. Die würde er überall da einsetzen und dann kriegst du 50 Videos raus, und jedes Mal verwendest du eben 'nen anderen Namen und der Rest ist gleich und du ganz hast nur genau. ein Video aufgenommen, richtig? Und genau, und das Ganze komplett in der Cloud, sprich, ich muss nicht warten, wie nach diesem Video hier, das wir aufnehmen, eine Stunde oder 2, bis der Scheiß rausgerendert ist, sondern es geht in der Cloud automatisch und wenn es fertig ist, ist fertig. Ich kann aber trotzdem weiterarbeiten dabei. Sehr gespannt, wann der erste Anwendungsfall kommt, wo ich das mal brauche. Mir fallen nicht so viele ein. Ich denke da gerade eher an 1000, Missbrauchsszenarien, wie man damit irgendwen betrügen Ja, das könnte. auch. Aber, schauen wir mal. Ich denke jetzt mal weiter an den Übersetzungscase, den wir ja mit anderen AI-Tools auch schon haben, der dann vielleicht auch eventuell kommen würde. Aber da bin ich gespannt. Also, das ist für mich, ich sag's mal so, ich bin deshalb auch so, weil ich einen Kunden vor Jahren hatte, ich komme ja aus der Videobranche, der genau das haben wollte. Und wir haben gesagt, wir haben jetzt das Ganze mit After Effects groß nachgemacht und
konnten es aber nur schreiben und nicht sagen. Und das gefällt mir sehr gut. Gab es noch andere News bei der Team, die dich besonders beeindruckt haben? Ich weiß es nicht, so Sachen wie, ich habe gehört, dass der Confluence Live Editor kommen soll. Wir können Confluence-Seiten live editieren. Das finde ich schön. Mit Whiteboards können wir nun mit AI zum Beispiel uns Ideen ausfüllen lassen oder auch diverse Karten schon mal automatisch kopieren lassen, was ein guter Moderator währenddessen macht. Macht jetzt unsere AI nebenbei. Aber ich glaube, das, was dich auch angetan hat, war so eine Umbenennung, oder? Im weitesten Sinne. Eine Umbenennung im weitesten Sinne. Ich glaube, du spielst darauf aus, dass es jetzt kein Jira Software mehr gibt. Atlassian hat nämlich Jira Software eingestellt. Naja, das ist ein bisschen plakativ gesagt, aber hey, lass uns das Video so nennen. Ja. Dann kriegen wir mehr Klicks, wenn das auf dem Thumbnail steht. Sehr guter Ähm, Punkt, ja, genau. Ja, also wir haben, also es gab ja schon lange Jira, ja, so hieß ja das Produkt am Anfang einfach. Und dann gab es irgendwie, hieß es nicht Grasshopper oder das war lange vor meiner Zeit, aber für Jira Software oder hieß es Jira Agile, weiß ich nicht. Dann gab es Jira Service Desk und Jira Jira Service Desk und Jira Software und Jira Core. Das waren die 3 Module Mhm. die längste Zeit. Und in der Cloud heißt Jira Core jetzt schon seit einer ganzen Weile Jira Work Management mit sehr viel kann mehr deutlich mehr. Funktionen als, Ja. als es Jira Core war. Und jetzt hat Atlassian angekündigt, beziehungsweise sie haben es, glaube ich, schon umgesetzt überall, oder das ist eine Sache von Tagen, wenn das Video rauskommt. Dann gibt es gar nicht mehr Jira Work Management und Jira Software, sondern beides ist zusammen einfach Jira. So wie das die Leute bisher auch schon verwenden. So wie es jeder natürlich findet. Es gibt einfach Jira und zusätzlich dann noch sowas wie Jira Product Discovery, Jira Service Management. Ja? Aber Genau. man unterscheidet nicht mehr zwischen einem Jira für Business Teams und einem Jira für Software Teams. Das ist jetzt ein Produkt mit verschiedenen Projekttypen. Genau. Du hast unterschiedliche Projekttypen. Du kannst die Module oder die einzelnen Funktionen auch frei miteinander kombinieren. Du kannst sagen, hier zum Beispiel unser Marketing arbeitet gerne in Sprints, hätte aber auch gerne einen Content-Kalender. Da schauen sie die ganze Zeit schon ganz neidisch auf mein Board, wo ich das im Workmanagement habe. Dann können die sich sagen, okay, ich möchte nach Scrum arbeiten, aber ich möchte auch einen Kalender drin haben, wo all meine Release-Dates drin sind. Mega einfach und das finde ich sehr spannend. Ja, vereinfacht jedenfalls das Verständnis. Hat natürlich auch Nachteil für Kunden, die jetzt bisher ein bisschen sparen konnten, weil für Personen, die jetzt bloß die Basic Jira-Funktion brauchen und jetzt kein Kanban-Board oder Scrum-Board, für die hat man halt einfach eine Jira Core beziehungsweise Jira Work Management Lizenz gekauft, die ein bisschen günstiger war. Die Leute konnten ja trotzdem in Softwareprojekten mitarbeiten, bloß ein paar Funktionen nicht nutzen. Ja, da konnte man quasi ein bisschen sparen. Und das geht halt jetzt künftig nicht mehr, weil es halt bloß noch eine Jira-Lizenz ist. Aber ehrlich gesagt, ich habe ja viele Kunden mit vielen verschiedenen Anwendungsfällen gesehen und die wenigsten haben das genutzt, um da zu sparen, weil die Funktionen von Jira Software schon immer für die meisten irgendwie interessant waren. Genau, und es ist ja so, also meistens ist es dann auch so, dass man irgendwie dann in Probleme kam und dann vielleicht doch ein Upgrade gebraucht hat bei einzelnen Leuten. So wird es halt einfacher. Also, keine Ahnung. Vielleicht bleibt es am Ende gleich. Muss man mal schauen. Aber finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Aber eine Sache, die ich in Jira mega cool fand, war nämlich eine AI-Funktion. Und ich weiß nicht, wie geht es dir, wenn du so vor einem weißen Blatt Papier sitzt oder eine große Aufgabe da hast? Brauchst du da auch so lange, bis du diese Aufgabe runterbrichst? So Garage aufräumen? Ja, also wenn ich vor 'nem weißen Papier sitze, dann weiß ich meistens gar nicht, wie ich anfangen soll. Genau. Und, genau. Oder wenn du so eine große Aufgabe hast wie: „Ich sollte mal meinen Keller aufräumen.“ Was sind denn die ersten Schritte, um damit anzufangen? Dafür gibt es einen Trick, nämlich AI Breakdown. Da drückst du auf einen Knopf drauf und dann erstellt er dir mit AI basierend auf dem Titel einfach kleinere Unteraufgaben und brichst so deinen großen Happen, den du so sehr schwer runterkriegst, ganz einfach in kleinere runter. Und das ist eine Funktion, die mich freut mich richtig, weil so kommst du schneller ins Doing. Fängst schneller an. Und auch wenn es nicht richtig ist,
hast du einen Startpunkt und ja, es geht schneller. Ich habe früher mal Oden auf den blinkenden Cursor geschrieben oder so, wenn mir nichts eingefallen ist oder irgend so ein Schwan. Einfach nur, um ins Doing zu kommen. Und so kann ich das mit AI einfach machen. Ja, und das ist, glaube ich, auch nur eine von vielen AI-Funktionchen, die Atlassian erwähnt und angekündigt hat. Also wir können da sehr gespannt sein. Ja, da kommen ganz, ganz viele kleine Sachen. Hast du sonst noch was? Ansonsten bin ich jetzt mit meinen Sachen durch. Das waren die Sachen, die mir am wichtigsten waren und die am wichtigsten waren. Und wenn ihr noch mal ganz genau wissen wollt, was bei der Keynote abgelaufen ist, also wenn ihr es ganz genau wissen wollt, dann guckt am besten die komplette Keynote, die noch bei Atlassian On Demand zur Verfügung steht. Oder wenn ihr eine Zusammenfassung haben wollt, die ein bisschen detaillierter ist als das, was wir jetzt sprechen, dann guckt euch doch Anteils Zusammenfassung live von der Teams an, die wir hier verlinken. Das ist auch ein sehr, sehr guter Punkt. Danke, Martin. Und ihr könnt auch gerne unseren Kanal abonnieren für weitere Videos wie dieses hier. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat dieses längere Format gefallen. Lasst uns auf jeden Fall mal einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.